Hey, yo Leute, falls ihr euch fragt, warum aktuell keine Streams kommen, Umzug hat zwar geklappt, aber nach wie vor gibt es massive Probleme mit Vodafone, weshalb meine Bandbreite nicht ausreicht. Ich hoffe trotzdem, dieses Video erreicht euch in naher Zukunft, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, ich wusste nicht, wie viele Unterstellen Vodafone hat, aber ich habe mit so vielen Support-Mitarbeitern geredet, die offensichtlich nie irgendwas voneinander wissen. Wirklich lustig, wirklich sehr lustig auf jeden Fall. Haben sich auch sehr viel über ihre Systeme beschwert. Auf jeden Fall, jetzt gucken wir uns Inside Star Citizen Shipping Out an. Ich habe nur so am Rande mitbekommen, gab wohl viele coole Infos davon. Es geht wohl auch um die Schiffe, also es sind ein paar nette neue Schiffchen, die demnächst kommen, auf dem Thumbnail. Und wir gehen direkt mal rein und reagieren darauf. Untertitel sind natürlich an. Alpha 322 is right around the corner and available for testing now on the public test universe. But arriving with it are 3 newly flyable and drivable vehicles from manufacturers as varied as Apoa, Origin, and Drake. Let's find out more. So in Alpha 322, we have 3 new vehicles available, and they cover a huge range of both size and role. And Ich will streamen und mir die mit euch angucken. Ich will, Leute, wenn ihr das hört und sowieso Stream-Zuschauer seid, ihr wisst, wen ich meine. Ich weiß, wir haben alle Schiffe in unserer Community, die muss ich mir dann sofort angucken, sobald wir das nächste Mal wieder streamen. Also das ist Gesetz. Wir müssen uns die alle im Detail angucken. Ich bin so gespannt, die X1 mal durch die Gegend zu heizen. Aber wir sehen ja vor allen Dingen zur Santa Clara jetzt noch ein bisschen mehr. Weil da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. A little bit of time talking about them. Let's start with the most exotic, the Airpa Santokiai. Also in Weiß ist die ja richtig geil. Auch ein cooler Skin hier vorne, aber in Weiß ist ja richtig gut. The Santokiai is a medium fighter from Oder? Airpa, but it doesn't follow the traditional medium fighter role that we see with human manufacturers. It has, for its size, quite a lot of health and classic Xi'an Okay, ja. high maneuverability, as well as being extremely flashy in both its function and form. Ui. Cooles Interface. The idea with the alien Also fantastischer Ausblick aus dem Cockpit. ships is that we don't want them just to feel alien. We want them to feel different within their own rights, within that kind of alien spectrum. On the Gattax side of things, we've really kind of tried to make them feel quite industrial, quite strong and chunky. Whereas on the Apoa side of things, we took more inspiration from the insect form. So we want them to feel a lot faster, Cooles a little bit Landing Gear. more kind of aggressive and have a bit more attack in their shapes. When you first see the Santokiai, you'll clearly see the family lineage between itself and the Katual, which is the light fighter from Airpoa. It's their kind of second Xi'an ship that they've made, and it's really bringing kind of a big brother. They both have 2 stages, or 2 transform states, from landed to the flight pose, and you see that very classic Airpoa flowering Da passiert so viel. Also die Triebwerke von unten gehen nach oben, die von oben nach unten, aber es ist cool trotzdem. Ich finde auch wirklich die Santokiai jetzt so aus dem Winkel, vor allen Dingen verglichen zur Katual, also gefällt mir besser. Ist cool, ist echt cool. Ist echt cool. transformation from a more horizontal position to the more vertical flight and combat position. It's still got the kind of nice big transforming kind of style when it transforms from landed mode into flight mode. But we've really tried to kind of push the alien aesthetics a little bit further this time, both interior and exterior. One of the kind of more unique elements, I think, on the Santokiai is its cockpit. Not just the space inside, but actually how you enter it. It's got this really kind of exotic, shall I say, seat that comes... Was? Ich weiß nicht, warum mich das so sehr zum Lachen bringt. Einfach, da kommt nur die Sitzschale nach unten gefahren. Geil. down to collect you from the player space, and then that kind of all floats down and takes you back into your actual pilot position. One of the things that we really spent quite a bit of time investigating and kind of really trying to kind of nail the visuals on was the actual interactions with the cockpit. We wanted to make sure we weren't stepping on the toes of what we did in the Gattax cockpit, and it needed to be like its own unique thing. Elwin and the Austin team kind of really nailed that visually. It's got these really nice sort of slate buttons with all the Xi'an text in it. And Alter, das Ding ist ja... Also es kam jetzt mir so rüber, als ob das wirklich schnell und agil ist. Aber ja, mal gucken, wie es dann tatsächlich in-game ist. Vor allen Dingen, wie es in-game ist, vielleicht noch nach 1, 2 Patches. one of the things we were really keen to do with kind of all of our alien ships is remove a lot of that human element. They may be... Oh, also wirklich
Coole Buttons. Coole Dashboard-Buttons. made Nice. to be human compatible, but we really wanted Wie gesagt, ne, ich mag diesen ganzen Alien-Kram gar nicht so sehr persönlich. Mir ist das viel zu fancy, Dinge schweben rum, holographische Angelegenheiten und so weiter. Ich mag so Drake-mäßig Buttons oder wie bei RSI, so eine kleine Mischform ist für mich auch noch okay. Am geilsten ist natürlich Crusader mit eigentlich. Für mich persönlich. Aber ich sehe den Appeal hiervon. Das ist schon them nice. to feel like their native race was the people that built it, and that's who it was made for, as number one. And so we've got these kind of really nice interactive tablets with all the Xi'an text on them. Do have a number of paints coming out with the Santok AI. They are still currently just being developed and signed off as we're filming this now. Again, we tried to kind of do something not necessarily kind of completely new, but kind of just push the bar slightly with what we're trying to do. It's that kind of fine thing where alien doesn't always mean fancy and unique, but we do want it to feel a little bit different to what our kind of human races are. It's very obvious when you see the silhouette. Also ich muss schon sagen, wirklich gefällt mir so aus verschiedenen Winkeln richtig gut. Viel besser. Ich war die ganze Zeit skeptisch, vor allen Dingen wegen dem Konzept, weil mir das gar nicht so sehr gefallen hat visuell. Aber wenn man das jetzt hier so sieht, diese geilen vertikalen Formen, einfach diese Formsprache, so dieses längliche Cockpit-Areal. Ich finde es doch ganz gut eigentlich. Vor allen Dingen sieht es aus vielen Winkeln cool aus. Manche Schiffe haben so ihren geilen Winkel, von dem sie richtig gut aussehen. Aber hier scheinen das eine Menge Winkel zu sein. The ship, and when you see it in flight, what it is. But the paints is kind of that little icing on top, and also it kind of gives that really nice read. Also die Paints sind jetzt wirklich nichts Special-mäßiges. Sind ja einfach Farben. Also, der eine hat so ein bisschen eine Special-Struktur, ist aber auch nicht unbedingt mein Liebster von denen, die sie jetzt gezeigt haben. Und ansonsten sind sie einfach nur einfarbige Sachen, When you oder? get up and close and personal with it. Da ihr könnt aufhören, die Skins zu overhypen. Das sind halt coole Skins, aber das ist jetzt nicht wie bei der Syalen, wo du da geile Marmorstrukturen oder sowas noch eingearbeitet hast. Santok AI is a fighter through and through. It really excels at that. It doesn't have any secret hidden features, but it does have all of our latest tech and features within it, such as weapon racks, personal storage, and Geiles Weapon accessible Rack. components. So Oh, this ship okay, is da really passiert eine for Menge. those who prize maneuverability and position in combat. The firepower of the ship is pretty good for its size, but its real strength is its maneuverability. So that's Sogar, ja, wirklich, aus so vielen Winkeln sieht das Schiff auf jeden Fall markant aus und sehr sleek. Santok AI, available in 322, and we think it's going to be Obwohl es eigentlich natürlich eine ganze Menge Schussfläche bietet, so an a sich. great addition to our lineup of fighters and alien ships. Just like the other ones, it's great for those players who want that role, but just want something a bit more stylish and exotic. Ja, alright. Also gibt nicht viel mehr dazu zu sagen, als er gerade gesagt hat. Exotischer, mittlerer Fighter. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. From there, let's go from space combat and atmospheric combat down to the surface and talk about the Origin X1 series. Ich kenne meine Origin-Leute bei uns in der Community, die freuen sich gerade sehr, dass sie jetzt endlich ihre 400i mit der X1 befüllen können oder auch die X1 alleine benutzen können. The X1 is Origin's first hoverbiking game. It's their kind of answer to some of the Really? other hoverbikes we've already got from different manufacturers, like the Nox, the Dragonfly. This bike was kind of developed alongside the 400i in its concept phase. Für mich geht nichts über die Nox oder Dragonfly. Ich feiere die, das sind für mich mit perfekte Designs. Vor allem die Dragonfly, ich liebe sie nach wie vor. Aber die X1, die sieht special aus. Mir gefällt da auch wirklich, dass es vom Look her nochmal was ganz anderes ist. Also bei den Hoverbikes, da haben wir jetzt wirklich alles Mögliche mit, wenn man natürlich unser Hoverquad noch dazu zählt. Da hat man eine Menge Varianz drin. Gerne weiter so. Da noch 3, 4 mehr, richtig geil. Wenn die alle so unique sind, also da kann man sich wirklich hauptsächlich nach Style entscheiden, aktuell. Mal abgesehen beim Hoverquad, da gibt es keine Waffen. Und bei der Dragonfly hast du halt einen Passagier mehr, aber ansonsten
And the idea was that this is that kind of classic, smaller kind of day vehicle that you can take out from your big, exciting Explorer ship. Those two kind of go hand in hand. It has its own little garage at the front of the 400. Oh, das passt aber wirklich haarscharf nur. Und wartet mal, hier vorne, nee, oder? Doch, ich glaube, da vorne war doch so ein Pult hier direkt. Hier war doch der Schalter, das Touchpanel. Das hat da wohl nicht mehr hingepasst. Oder war das nur oben? Nee, ich glaube, das ist mit runtergefahren eigentlich bei der 400i hier vorne. Aber korrigiert mich gerne in den Kommentaren. 100i, and it really just allows you to, once you've landed on planet, you can then kind of leave everything back in your ship and go out and explore and kind of chase down the thrills of the planet on a nice little hover bike. I'm sure the more enterprising of you out there will be finding all different ways of getting these into places they shouldn't be. Das sieht, vor allem, wenn es so langsam sich so reinschleicht. Aber ihr seht, was ich meine, oder? Hier ist man ja wirklich komplett enclosed, also man ist hier wirklich komplett ummantelt von dem Teil. Und einfach von der Form her ist das nochmal was wir bei Hoverbikes gar nicht hatten bisher. Such as the upcoming distribution centers. Das ist schon lustig. Geil. I think one of the things that's been kind of super nice to see as the bike's kind of gone through its development is really selling the idea of this bike being a hover bike. We've got a lot of VFX and lighting going in from the teams, really selling it that it does feel like a bike in the future. We've got these nice brake lights at the rear, we've got the kind of front lights, and one of my favorite bits on it is actually the cockpit, the kind of like the driver's space. The dashboard in there looks super nice, really sleek, kind of classic cool. Origin, and it all flows really nicely with the rest of the shapes. The X1 series is a series of 3 bikes that allow Origin to have their own edge of the market in terms of hover bikes and to have 3 different play styles within them. With the X1 Force, this is designed to aid in ground combat, allowing you to be on a speedy, small profile target with some shielding to allow you to absorb a few hits and help engage combat. And Yeah, then we have nice. the Velocity, which removes the weapon hardpoint and instead gains speed. Whilst tuning is underway at the time of recording, Wir haben mehr Speed eingebaut. we intend the X1 Sieht auch ohne Waffe wirklich schick aus, finde ich. Also ich glaube, wenn ich eine hätte, ich glaube, ich würde die Waffe abmachen, einfach nur, weil es ein bisschen cooler aussieht. Nichts gegen die Waffe, aber ich finde, ohne kommt die Form viel besser zur Geltung. Und dahinter sieht man schön die Nox. Ah, ich liebe die Nox. Velocity to be a competitor to the Nox, and both of those are designed to be faster than the Dragonfly, which is more utilitarian. So the Velocity is a great addition to the ground race. Bei Racing, okay, gut, da kriegt man natürlich die Unterschiede zwischen den Hoverbikes noch ein bisschen mehr mit, aber mal abgesehen vom Racing ist es relativ egal, ob man ein bisschen schneller oder langsamer ist. Die fliegen sich relativ ähnlich. Zu meiner Erfahrung, dass man da jetzt sowieso aufpassen muss, dass man nicht irgendwo dagegen ballert. Racing community and will be right at home in all the ground racing tracks. Das war schon ein gefährliches Manöver hier. The base X1 is there to provide an option for those of you who don't like the Nox or just don't like whatever aesthetic you think Drake users have. Sie glauben, Sie können Und einmal Werbung. And speaking of Drake aesthetics, that moves us nicely on to Das nächste Mal geht's hoffentlich wieder ohne Werbung. Ich finde das doof. Ich benutze ja, also ich habe YouTube Plus, bin sehr zufrieden damit, alles geil. YouTube Plus, YouTube Premium, empfehle ich euch auch. Also ist okay, kann natürlich noch besser werden. Aber dass man das dann nicht mit anderen Accounts teilen kann, oder kann man das mit anderen Accounts teilen? Muss ich noch rausfinden. Weil ich gucke ja natürlich hier jetzt über meinen Reysn-Account. Ich will das ja dafür nicht nochmal extra kaufen, nur um mir ein paar Videos anzugucken, dann einmal die Woche oder so. Naja, anderes Thema. the last ship of 322, the Drake Cutter Rambler. The Cutter Rambler is our third variant Neue Cutter-Variante kann nur geil of werden. the Cutter series, and it kind of rounds off Wir haben schon so viel Blödsinn von CG bekommen, okay, es kann nicht nur geil werden. Ich erinnere an die Cutlass Steel, die ganz cool ist, aber so cool wie sie ist, so dumm ist sie auch. the series as a whole.
As we talked about at CitizenCon, the Drake Cutter family was always designed as a family of 3, and we've shown you the base one and the Scout. The Rambler is the 3rd one, and it is designed from the start to be the more fleshed out premium Starter Explorer combination. Eine Premium Starter Explorer Combination. Of the 3. Aha. I know Premium and Drake might be a bit of a weird juxtaposition there. They are a very functional manufacturer and no frills manufacturer. That really kind of is sold Okay, das ist schon mal kleiner, oder? Also der Frachtraum hier. nicely on the interior space. We've sacrificed some of the rear cargo space for the larger habitation. This allows extra space for both a suit locker, a food machine, and somewhere to eat that food, and a nice little table to chill at. Finde ich gut. But even within that habitation, you can see how they've moved the bulkhead back one, they've moved the bathroom, they've opened up this nice space, and then they put, Das mochte ich eigentlich gerade bei der Cutter, dass der Bathroom so einmal um eine Ecke rum ist quasi. Jetzt zeigt er in den Raum rein, aber geiler kleiner Tisch, super cool. Wünsche ich mir gerne auch auf der Cutlass Black gerne auch schon oder ein Badezimmer oder sowas. Aber ich meine, gute Variante, ne? Wenn ich mich zwischen den dreien jetzt entscheiden müsste, würde ich die hier nehmen. Weil, was packst du da hinten schon großartig rein? Da reichen 2 SCU und ein paar Boxen extra kann man auch noch reinstapeln. Ja, also für den kleinen Tisch, ne? Nützt der was? Nö, aber ist nett. seat, a desk, a little jump seat, and the bare minimum you need as a pilot going out and exploring our universe. We want to make sure there's visually some differences on the exterior. So we've got the kind of visual-only differences, such as the kind of like the modified rear section. Und diese Spoiler da, die gefallen mir auch auf jeden Fall mit am besten jetzt von den Varianten. Then we've also got the kind of more functional stuff. So on top, it's got the extended fuel tank. Visually, we kind of lent into the idea of having your Winnebago or your camper van or whatever it might be, and it's got this kind of like roof rack aesthetic, but it's actually kind of stores all the extra kind of fuel for the extended fuel tanks. And then as with the Scout, we've got the change in the thrusters, and again, we've got a unique set of thrusters on a new nacelles on each side that really help kind of just break up that silhouette a little bit more variation, with the Rambler being kind Das ist schon irgendwie ein bisschen niedlich mit den 2 kleinen noch. of a longer range or an extended range vehicle. I think having the kind of like the slightly smaller, they look a little bit more efficient on the engines rather than these great big kind of individual engines. You've got these slightly smaller, more of them individual thrusters. I'm very happy with the Dann mag ich weniger größere Engines. Rambler. One of the things that we kind of really tried to lean into when we were developing the Rambler was Drake's kind of mentality towards building their ships. I think it kind of ticked that box of exactly what Drake would do. They've got this chassis, they want to make somewhere you can spend a bit more time in, somewhere that's a little bit more comfortable, but they're still kind of Immer noch gemütlicher als die Mustang Beta. Gebt uns unsere Couch in der Beta zurück. working to that Drake budget and design ethos. So I'm very happy with how it turned out. The Rambler really takes the base Cutter to the next level in terms of living on board. I think we all saw that when the Cutter came out, but it was very much more of a camper van than an RV, which is what the Rambler is. So that's Also auch das wieder total solide. Also das sind jetzt 3 Sachen, die werden niemanden unbedingt vom Hocker reißen, aber ich glaube, wir können sie alle wertschätzen. wrap up of all the new vehicles coming to the Persistent Universe in 322. And as always, we look forward to seeing you all use them and abuse them in all different ways in the live game. Now, of course, Alpha 322 comes with more than just vehicles. There's structural salvage, openable cargo containers, new derelict settlements, new hairs for players, new Das gute Structural Salvage, was niemanden enttäuscht maps hat. for Arena Commander, and more. But since this is our last episode of the year, we have a tradition here at ISC of looking back at everything that's happened the last 12 months and reliving some of our favorite moments. And, well, look, 2023 was good. Great even if you gloss over Wie kommt er denn jetzt da drauf? Das Ende von 2023 war ziemlich gut. Alles vor der CitizenCon war ziemlich schlecht. that little rough Auch nicht alles natürlich, aber ihr wisst, ich glaube, die jetzt schon das Jahr dabei waren und nicht erst seit der CitizenCon dazu gestoßen sind irgendwie,
Die wissen, dass das nicht alles gut war vor der CitizenCon, dann auf einmal richtig heftig reingehauen und hat viel wieder gut gemacht. Aber es war jetzt nicht das ganze Jahr geil. Patch in the middle there. But heading into the new year, all that I can really think about is everything that's on the horizon that's about to make 2024 the biggest and baddest year of our project yet. Wollen sie wirklich wieder so ins neue Jahr starten? Das wird das beste Jahr für Star Citizen. Und dann können sie es nicht liefern und alle sind enttäuscht. Vertrauen ist durchaus ein bisschen wiederhergestellt seit der Content-Flut nach der CitizenCon. Aber trotzdem. So if it's all right with you, I'd like to indulge myself, maybe switch out my CIG cap and put my backer hat on and tell you what has me excited about this next year for the persistent universe in a segment that I'm calling Disco Lando's Star Citizen 2020 Forecast. Now, without talking specific dates, let's discuss what's being targeted and currently on track for release in just the first half of 2024, starting with Master Modes, the new way to pilot and operate ships we've been discussing since CitizenCon 2952. Now, whether that's every ship or a staggered rollout of groups of vehicles depends on how work progresses, but it's a major change to the way spaceships operate in the persistent universe, and you can be sure that we'll... Das wird ja eine... Wartet mal, habe ich das richtig verstanden? Dass die eventuell nur zu einigen Schiffen zuerst kommen? Das wird ja ein Chaos im Verse. Wenn einige so fliegen und andere so. Aber wird lustig. Ich freue mich so auf Master Modes. Ich freue mich so. We'll update on it more when the time comes. And of course, when your ships aren't in flight, they can be stored in the newly persistent hangars that are arriving with freight elevators, freight kiosks, and the new cargo transaction system that we've shared. Geil. Oh, endlich Fahrzeuge schon in den Hangars einladen und so weiter. Das wird geil. Es wird auch eine Menge Umgewöhnung sein, dann Fracht und sowas alles manuell zu verladen. Aber geile Zeit. On both ISC and this year's CitizenCon. Now, all combined, they form the next major evolution of cargo careers and will also have far-reaching, broader implications for the entire Star Citizen experience. And then outside of vehicles and hangars, there's also a variety of FPS combat improvements coming to the first half of 2024, with improvements to reloading, the weapon wear and misfire system, scopes and dynamic crosshairs and charge and drain. Ja, das sind alles geile Quality of Life Sachen. And even more we'll be able to show you once we return in the new year. And then outside of strictly FPS combat, there are new player character features coming, like the updates to the EVA system, the visor and lens system, loot screens, default item interactions in the personal interaction system, and there's Personal Interaction System. Schrägstrich auf Dinge draufhauen mit der blanken Faust. even new shopping and mission apps in development now. And while we're talking Oh, Shopping-Apps? about apps, the first half of 2024 is also currently scheduled to see the arrival of our new character customizer with things like tattoos, piercings, scars, and yes, Virginia, it's true, beards. And as for how Finally. many and of what kind, only Andre knows for sure, but you can bet we're gonna ask him sometime around March. And then, of course, if you're in-game, there's also a little thing called Mobiglass. Bin sehr gespannt. Ich finde es schade, dass sie immer noch auf so Holographic-Kram gehen, aber sie haben dazu gelernt, es ist besser lesbar jetzt. Der Hintergrund wird deutlich abgedunkelt hier. And an awfully big thing called Star Map. There Oh, hoffentlich endlich. Ich hoffe sehr, dass sie noch diese kleinen Striche hier wegmachen. Irgendwie sieht das komisch aus und einfach irgendwas anderes machen, um zu verdeutlichen, was man anvisiert hat. Aber ist okay, selbst wenn alles ist besser, als was wir aktuell haben. both getting their big updates in the first half of next year. And Also, ja, ihr habt das gesehen gerade, warte thing mal. called Star Map. Man They're klickt both drauf, getting hier their sind big irgendwelche, updates in the dann hat man hier irgendwelche komischen Sachen, die da drum rumfliegen. Dann hat man hier kleine Gitter, große Gitter, Kreise, das ist viel zu viel eigentlich. Ja. Wir werden sehen, wie nutzbar es ist, wenn es dann tatsächlich da ist. Aber ich finde, hier könnten sie noch viel machen, um das Ganze ein bisschen entspannter einfach zu machen. Geht viel zu viel visuell ab. first half Finde of ich. next year. And have I mentioned those enormous distribution centers that'll be the new microcosm homes for every gameplay and mission feature that exists in Star Citizen, as well as the 4, 5, 6, let's just say several new and updated vehicles that are making their way to the persistent Bitte Constellation. universe in just the first 6 months of 2024? I did. Just now. Now you can check those off. Whew. Okay, so real talk. CIG hat back on. Now,
You're probably looking at your screen and saying to yourself, what about Pyro in 4.0? Also, was ist mit Pyro und 4.0? Well, don't fret. The things that we just covered are those that aren't too dependent on continuing foundational tech work like server meshing. So we feel pretty confident in targeting everything that we just shared for the first 6 months. But when it comes to something as enormous as the complete Pyro system in Alpha 4.0, well, that's where the new preview channel comes into play. Now that said, Alpha 4.0 is currently targeting a summer 2024 release, but that won't mean that you have to wait until then to play. Aber ja, ich meine, Pyro war auch schon vor 3 Jahren angesetzt. Also, ich lasse mich da jetzt nach wie vor nicht hypen. Wir hatten es im Verse, wir haben gesehen, es ist existent. Man kann es spielen, gibt dort schon Missionen, Stationen. Okay, alles cool. Aber da Server-Meshing da ja vorher so weit fertig sein muss, dass das alles klappt und alles. Ja. Sommer. Wir spielen einfach mal das, was da ist und freuen uns über das, was da ist und lassen uns mal noch nicht zu sehr hypen. Ja. Play it or learn more about it. That's because in 2024, we'll continue doing play tests like the one we just completed, and you'll be able to follow along with its development firsthand on the preview channel. That's the planets, moons, space stations, settlements, and outlaw lifestyle that comes within the Pyro system, but also an entire host of additional new features. Also, sie wollen auf gar keinen Fall Pyro rausbringen und man soll unterschiedliche Server-Charts auswählen, um dann auf Pyro oder Stanton zu joinen. Das wäre nicht die Idee, so können sie Pyro nicht rausbringen. Aber was sie machen können, ist 2 unterschiedliche Clients zu machen, also dass wir zweimal das Spiel installieren müssen, um dann zwischen Pyro und Stanton hin und her zu wechseln. Das ist in Ordnung. Einfach ein Dropdown, das sie schon in-game haben, ja, dass man die Start-Location sich aussuchen kann, einfach, ob man bei Pyro oder Stanton spawnt. Das geht nicht. Das wär irgendwie nicht richtig. Nee. Wir müssen es auf 2 Branches unterteilen. Nee, ist okay, ich verstehe warum. Aber es ist halt so lustig, dass sie die ganze Zeit sagen, das können wir nicht machen. Aber dann machen sie es aber halt ein bisschen anders, so dass sie es trotzdem testen können. Aber ich meine, dafür haben wir diese ganzen Test-Channels. Jetzt haben wir nochmal einen extra Test-Channel, wo wir nochmal Sachen testen. Ist egal. Die wissen schon, wie sie es machen. Ja? Der Erfolg gibt ihnen recht. Der Erfolg, so viel Geld uns aus der Tasche zu ziehen, gibt ihnen recht. Und ja, ich habe ja auch Spaß. Content and quality of life improvements like, I don't know, fully functional jump points, the new quantum travel system, new vehicle HUD and MFD work, resource management, hacking, and much more. Das sind die ganzen geilen Sachen. All being worked on in tandem. Und die kommen hoffentlich auch bis zum Sommer. Da wäre ich ja gehypt, wenn die wirklich mal. Naja. Preview channel will let you and us test 4.0 together while maintaining the stability of the persistent universe with all those other great additions we just discussed. And then, in the summer of 2024, 2 become 1. And wir können uns schon mal auf ein absolutes Chaos einstellen, wenn 2 so unterschiedliche Branches zusammengemerged werden. avoid that thing that didn't quite go the way that we'd hoped. The holiday live stream? And then, just because we're cheeky, there are still some things better left for you to discover on your own. And don't forget, we haven't even talked about the back half of the year yet. All in all, 2020. Okay, warum jetzt nochmal so ein. Oh, aber in der zweiten Hälfte, da kommt dann noch was, aber da kann ich noch nicht drüber reden, da kommt noch was richtig Geiles. Und alle so, Squadron 42 kommt raus. Ja, vielleicht, aber was ist das jetzt für ein unnötiger Hype nochmal? 2024 is shaping up to be the watershed year for Star Citizen. And if we've learned anything this year, it's so wie jedes, ne, erinnert euch, so wie jedes Jahr zuvor auch. that through the trials of 318 to the successes of CitizenCon and everything in between, before that and coming up next, Star Citizen is a project that continues to iterate, to evolve, and to embody an experience you simply can't find anywhere else. Was total stimmt. Nirgendwo anders kann ich Schiffe mit einem Mausklick auflösen und mit einem zweiten Mausklick einsaugen. Das ist die Zukunft des Gameplays. Nein, ich mache nur Spaß. Natürlich, in Star Citizen kann man wirklich Sachen erleben, die man sonst nirgendwo anders erleben kann. Und deswegen lieben wir das Game ja so und deswegen macht es so viel Spaß. Ja, trotzdem, Resource Management, komm schon! Whether that's in the universe or within
Constellation Rework, komm our schon. community that makes all this possible. Jeder hat irgend so ein Schiff, wo er sagt, oh, da muss nur so ein bisschen was und dann ist das Spiel perfekt. Nun, das Schiff muss noch gepolished werden und dann ist das Spiel perfekt. Aber es sind ja mehr Sachen. Resource Management, glaube ich, wird schon eine ganze Menge voranbringen. Multicrew-technisch, Engineering-technisch. So thank you for helping us reach the heights that we have, and buckle up for the journey still ahead. We're in for one hell of a year. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you, and we'll see you all here next year. Jetzt weiß ich, was alle gemeint haben mit, das ist, da ist so ein bisschen Hype drumherum entstanden um dieses Inside Star Citizen. Es sind ja viele geile Informationen jetzt gedroppt, was so 2024 kommen könnte. Und wisst ihr was? Das Schlimmste ist, es funktioniert. Ich bin leicht gehypt und ich hab Bock drauf und ich freue mich. Aber das liegt auch daran, dass es Spaß macht, das mit euch zu erleben. Also Leute, vielen Dank auch an meine Patrons, die diesen Content hier möglich machen. Ich hoffe, dass bald wieder Streams regulär an den Start gehen können. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und eine frohe Weihnachtszeit. Ich hau Videos raus, wann es geht. Ich werde noch die Streams hochladen. Die letztens wurde sich noch gewünscht, dass die noch zum Nachschauen auf YouTube kommen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.